What's your name? Don't you play this game? You from another land, got you like it's contraband. Tell me what's your name? Don't you play this game? You from another land, got you like it's contraband. She hit me up like what you need. I got houses in the trees. I got shit you never think that people ever really see. Hit me up like what you need. I got houses in the trees. I got shit you never think that people ever really see. Yeah. Now I got hoes. I got 20,000 freaks. Yeah. Making white bitches get rosy in their cheeks. Yeah. I got problems with this condo on the beach. Yeah. Can't rule my shit. I put these bitches on a leash. Yeah. Don't bring no niggas when you step into me casa. I got two separate rules for Sammy and for Lana. Stupid niggas always watching from the corner. Also die Nebelmaschine war auf jeden Fall das Beste, was ich mir jemals für dieses Studio da gekauft habe. Und damit willkommen zu der Roomtour von diesem ganzen Setup, von diesem Studio, wie auch immer. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal so die ganzen Produkte hier vorstellen, welche ich mir so über die ganzen Jahre erworben habe. Ich muss aber dazu sagen, dass es halt wirklich alles so über den Zeitraum von ungefähr 3 Jahren sich so angesammelt hat. Ich habe ja wie gesagt schon in den letzten beiden Jahren Roomtouren gemacht. Bis jetzt 2016 habe ich schon eine gemacht und auch im Jahr 2018 ganz am Anfang hatte ich schon mal eine gemacht. Da sieht man auf jeden Fall, dass sich da auf jeden Fall einiges wirklich stark verändert hat. Einige Dinge sind gleich geblieben, aber einiges ist auf jeden Fall auch neu dazugekommen und es sieht auf jeden Fall irgendwie von Jahr zu Jahr wirklich immer heftiger aus in diesem Zimmer, Studio, Gaming Room, wie auch immer. Auf jeden Fall fange ich einfach mal an mit meiner Tastatur. Das ist eine Razer Black Widow Chroma. Auch wenn Razer teilweise manchmal kritisiert wird, dass sie irgendwie schlechte Switches machen oder so. Ich bin mit dieser Tastatur wirklich sehr zufrieden. Ich habe die jetzt seit fast 3 Jahren. Sie hat auf jeden Fall noch keine wirklichen Gebrauchsspuren. Also klar, man sieht halt an manchen Stellen, dass die Tastatur benutzt wurde, aber sie hat kaum wirklich, dass sie langsam irgendwie an Qualität verliert. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Das kann ich bei der Tastatur auf jeden Fall nicht feststellen. Switchen wir auf jeden Fall rüber zu meiner Maus. Meine Maus ist eine Logitech G502. Die habe ich auch schon seit fast 3 Jahren. 5 Makrotasten hat die Maus auf jeden Fall. Und ich finde, sie liegt auf jeden Fall sehr gut in der Hand. Sollte ich mir jeweils noch mal eine neue Maus holen, dann würde ich mir, glaube ich, die G502 Hero holen, weil Wireless doch relativ interessant ist und das Ganze vielleicht 2016 noch gar nicht so krass ausgereift war oder so. Deswegen habe ich mir die G502 damals geholt, weil Wireless war damals halt noch nicht so krass ausgeprägt, nenne ich es mal. Aber ich bin trotzdem wirklich sehr zufrieden mit dieser Maus. Sie hat auch dieses entriegelbare Mausrad, was quasi, das Mausrad quasi frei läuft, ohne dass sie quasi in diesem Raster drin ist. Und das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Des Weiteren ist quasi darunter dieses Mauspad, das ist ein Razer Firefly Mauspad. Das hat so eine Plastik, bisschen so eine Hardcover-Oberfläche. Da muss man halt leider sagen, dass es sich so nach den Jahren wirklich so langsam abträgt, beziehungsweise man merkt langsam wirklich, dass es halt in der intensiver Benutzung ist. Da ich quasi eigentlich nur einen relativen kleinen Teil wirklich stark beziehungsweise oft benutze, weil die Maus halt quasi eigentlich relativ sich in dieser einen Hälfte vom Mauspad oft bewegt, ist quasi dort die Oberfläche so ein bisschen abgetragen, beziehungsweise wenn man halt drüber geht, spürt man, dass die halt deutlich stärker benutzt ist, wie quasi die andere Seite. Daher muss ich mal schauen, ob das quasi so eine Dauerlösung ist oder ob ich mir irgendwann ein neues Mauspad holen muss. Ist aber eigentlich auch nicht so schlimm. Kommen wir auf jeden Fall zu meinem Audio-Equipment, zu meinem Mikrofon, zu meinem Main-Mikrofon auf jeden Fall. Das ist das Rode NT1A. Das habe ich auch schon seit knapp 4 Jahren, also bald 4 Jahren. Das habe ich mir damals in meiner YouTube-Anfangszeit gekauft. Das ist eigentlich relativ interessant, weil es nicht so teuer ist. Ich habe damals ungefähr 320 € bezahlt für das Mikrofon mit allem, was dazugehört. Mittlerweile kann man es aber schon für 200 € bekommen, so dieses ganze Setup. Also es ist auf jeden Fall über die Jahre auch ein bisschen im Preis gefallen. Ich betreibe das Ganze quasi mit einem Behringer Mischpult, mit einem Behringer Xenix Q802 USB. Wie der Name schon sagt, ist ein USB-Mikrofon, sprich das Ganze geht in XLR ins Mischpult rein und vom Mischpult nochmal in USB dann in den PC rein. Man hat da einige Audio-Möglichkeiten, quasi die ganze Audio ein bisschen einzustellen. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Man kann mit dem Mischpult 2 Mikrofone betreiben. Ich betreibe aber nur dieses Mikrofon damit. Kommen wir da zu meiner Webcam. Ich habe mehrere Kameras in diesem Studio, aber fangen jetzt mal mit der Webcam. Das ist eine Logitech C270 Webcam. Die habe ich mir für den Preis von ca. 15 € mir erworben und die hat dementsprechend jetzt auch nicht so die ultra heftige Qualität. Das ist eine HD-Webcam. Die benutze ich quasi für Ingame-Footage, wenn ich zum Beispiel was am Streamen bin und ich quasi Ingame bin, weil sie halt quasi perfekt mit dem Greenscreen gesettet ist. Sprich, ich kann damit perfekt meinen Greenscreen rauskien. Das ist halt quasi so. Die Qualität kann auf jeden Fall, könnte deutlich höher sein.
aber für meine Verhältnisse reicht die Kamera auf jeden Fall. Denn ich habe ja noch eine zweite Kamera. Und zwar ist das meine Sony a5100 Kamera. Die hat auf jeden Fall 1080p, 60 FPS. Wirklich eine sehr gute Qualität. Ich habe die mit einem Elgato Camlink an meinem PC angeschlossen und mit so einer Wandhalterung an der Wand befestigt. Und das ist wirklich ein sehr gutes Setup meiner Meinung nach. Sprich, wenn ich auf den Tisch schlage, wackelt die Kamera nicht. Und sie hat wirklich ultra gute Qualität. Ich habe zwar ungefähr für diese Kamera, so in diesem Setup, fast 700 € ausgegeben. Aber wirklich, es lohnt sich extrem. Man hat einfach so eine heftige Qualität. Und ist auf jeden Fall so viel besser wie mit der Webcam. Aber ist ja wie gesagt auch klar. Des Weiteren ist quasi noch meine andere Kamera, die früher quasi so meine Main-Kamera war. Und zwar ist das eine 700D von Canon. Ist eine DSLR-Kamera. Die Sony ist ja eine DSLM-Kamera. Sprich, DSLR ist mit Spiegel. Und DSLM ist ja quasi mirrorless, also spiegellos. Bei der DSLR, also bei meiner Canon-Kamera, ist es auf jeden Fall so, dass ich da nicht mehr die Kit-Lens dran habe, sondern ich habe da ein 50 mm 1.8 Festbrennweitenobjektiv dran von Yongnuo. Das hat relativ gute Qualität auf jeden Fall für den Preis. Und oben habe ich noch so ein Standard-Mikro drauf. Irgendeins von Amazon einfach. Das was quasi eigentlich auch, ich glaube, das benutzen glaube ich einige Leute, weiß ich aber gar nicht. Und das Ganze steht auf einem Hammer-Stativ und das ist auf jeden Fall unten in der Beschreibung verlinkt. Ich weiß genau den Namen jetzt nicht mehr davon. Ist jetzt nicht so Besonderes, aber für den Preis ganz okay. Dann haben wir hier meine Panasonic-Kamera, meine Lumix-Kamera. Das ist auch eine ganz normale Full-HD-Kamera, glaube ich. Das müsste normal Full-HD sein. Die ist, wie gesagt, meine alte Vlog-Kamera. Die ist jetzt auch nicht mehr in aktiven Benutzung, aber ist ganz okay, denke ich mal. Dann kommen wir mal weiter zu meinem Bildschirm. Und zwar ist es einmal ein Acer Predator Bildschirm. Der hat 144 Hertz und Full HD. Das ist eigentlich so das Einzige, worauf mir angekommen ist. Mein Zweitbildschirm ist ein BenQ Bildschirm, auch Full HD, aber nur mit 60 Hertz. Das früher mein Hauptbildschirm war, aber wirklich 144 Hertz. Wenn man einmal dort ist, will man nicht wieder zurück. Und das fühle ich auf jeden Fall auch mittlerweile richtig hart, diesen Punkt. Kommen wir dann zum Thema Beleuchtungen. Ja, wir haben einmal über meinem Bildschirm dieses Blitz-Neon-Sign. Das habe ich mir damals geholt, weil ich finde, es passt einfach. Es harmoniert einfach perfekt mit meinem Namen so. Diesem da Blitz und so. Ja, ich finde das einfach, es hat einfach sehr gut gepasst. Dann habe ich noch so einen Wandstrahler. Ich habe quasi so einen LED-Strahler, der quasi von meiner Wand pink anstrahlt. Ja, ich finde, das ist einfach ein nice-to-have-Gimmick. Deswegen habe ich mir das einfach geholt, damit das Ganze einfach so ein bisschen schön ausgeleuchtet ist. Dann haben wir noch bunte LED-Streifen unter meinem Tisch. Aber das wirkliche Highlight, was Beleuchtung angeht, sind meine Nano-Leaves. Die habe ich erst seit irgendwie 2 oder 3 Tagen. Aber die sind wirklich, ich habe die halt so ein bisschen farblich auf das Zimmer angepasst. Und die sind auf jeden Fall sehr schön und machen auf jeden Fall einiges her. Also wirklich, die sind wirklich heftig. Kostet zwar auch wieder 200 €, aber wirklich, sie sind ihren Preis auf jeden Fall wirklich wert. Kommen wir dann zu meinen Studioleuchten. Das sind 2 Studioleuchten von Amazon. Einfach die günstigsten, die es gab. Die habe ich mir zweimal geholt und die haben auch wirklich sehr, sehr gute Qualität. Dann mein PC. Ja, jetzt kommt auf jeden Fall das Herzstück vom ganzen Setup. Der hat drin eine MSI 1080, ein i7 hat der drin, 16 GB RAM, eine Wasserkühlung, 2 TB Seagate Barracuda Speicher, also HDD, nochmal 500 GB Samsung Evo SSD. Der ist auf jeden Fall ein sehr guter PC, also zumindest habe ich mir den vor 1,5 Jahren gekauft und ich bin wirklich immer noch sehr zufrieden mit diesem ganzen Setup und der packt auf jeden Fall all das, was ich auch brauche, sprich 1080p streamen und dabei noch flüssig das Game auf dem Bildschirm laufen lassen und das mehr brauche ich halt auch nicht. Ich komme dann zu meinen Kopfhörern, Headset, wie auch immer. Ich habe mehrere Kopfhörer, ich habe einmal meine In-Ears, die benutze ich aber nicht mehr. Ich habe noch ein altes Headset an der Wand stehen, benutze ich aber auch nicht mehr. Also wirklich benutzen tue ich nur noch mein Gaming-Headset von Turtle Beach. Das benutze ich, wenn ich aktiv zocke. Aber eigentlich ist quasi so das Hauptding, was ich da quasi benutze, für mir Audios anzuhören, Musik, Schnitt, was auch immer, ist mein Logitech G633 irgendwas. Das ist auf jeden Fall Logitech G633 Kopfhörer. Ich benutze ihn als Kopfhörer, ist auch noch ein Mikrofon dran, ist quasi einfach ein normales Gaming-Headset, aber ich benutze ihn halt nur als Kopfhörer. Hat auf jeden Fall bei mir noch so ein paar Custom-Dinger. Und zwar habe ich es ging mir das Kabel mal kaputt und dann habe ich halt quasi einfach ein Kameraladekabel geholt und habe es mit einem 3 Meter USB-Verlängerungskabel am PC angeschlossen. Dann habe ich noch ein ganz normales Lautsprecher-Set von Logitech. Kommen wir dann noch zu einer weiteren Accessoires, die noch im Studio sind. Einmal habe ich mir einfach künstliches Efeu an die Wand gehängt, weil ich finde, es gibt nochmal so ein bisschen so einen Natur-Touch. Klingt vielleicht dumm, aber ich finde, das ist irgendwie so ein nice-to-have-Ding. Dann habe ich mir noch eine Pac-Man-Lampe geholt. Die habe ich aktuell aber nicht angeschlossen. Ich glaube, sie wird sich auch niemals anschließen, weil sie halt einfach gelb ist und nicht so ins Studio reinpasst. Ich habe sie einfach so da stehen, weil sie halt auch farblich schon einiges hermacht. Die hat auf jeden Fall einen englischen Stecker und ich habe keinen Bock mehr, nochmal einen Adapter zu holen. Meine Kabel verlaufen übrigens durch Kabelkanäle, die ich an der Wand und am Boden entlang fließen lasse. Habe ich mir auch erst Neues geholt. Sieht halt einfach schön und clean aus und es gefällt mir auf jeden Fall wirklich. Dann haben wir auf jeden Fall noch so eine Los Santos und Plain Country Karte aus GTA an der Wand hängen, damit die Wand einfach ein bisschen schöner aussieht. Und
ja, dann habe ich noch anderen Stuff wie Kameraladekabel und mein Laptop steht auf jeden Fall noch im Studio. Und ich habe noch ein altes Mikrofon da liegen, also kleinere Dinge, wie gesagt halt. Was auch noch relativ interessant ist, ich habe mein Sony-Ladekabel ist quasi an meinem Tisch dran, sprich ich muss mein Kameraladekabel nur noch dort reinstecken und es ist automatisch halt am Strom angeschlossen. Ich muss quasi einfach nur noch an den Tisch anschließen, denn jetzt einfach mal, dann ist es auf jeden Fall schon am Strom angeschlossen und das ist auf jeden Fall auch sehr schön. Und das letzte, was auch klar ist, nochmal so ein kleines Highlight in dem ganzen Studio ist, was das Ganze auf jeden Fall nochmal ziemlich schön abrundet, ist meine Nebelmaschine, die habe ich mir auch geholt, um solche nicen Nebeleffekte zu machen. Ja, einfach, ja, da brauche ich glaube ich gar nicht mehr zu erwähnen. Ist quasi bei der Roomtour ein bisschen eskaliert, Alter. Ich muss erstmal mein Fenster aufmachen, dass das Ganze wieder abziehen kann. Und ja, ansonsten, hier fliegt ja noch so ein bisschen kleineres Stuff hier drin. Also ich habe noch irgendwie, keine Ahnung, ein paar Akkus hier rumliegen, ein paar Speicherkarten, ein bisschen Zeug, was ich noch brauche. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Ach ja, ich sitze by the way noch auf einem DX Racer. Ich habe einen DX Racer Studio, habe ich vergessen. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann wieder, beide wieder am Donnerstag. Wir sehen und tschüss.